Liebes MCI-Team in Innsbruck, 25 Jahre unternehmerische Hochschule. Jetzt könnten die einen oder anderen sagen, naja, manche Hochschulen haben eine Tradition von Hunderten von Jahren und Sie in Innsbruck nur 25 Jahre. Aber wissen Sie, nicht nur die Traditionen sind die Dinge, die nach vorne tragen, sondern man muss es auch auf die Straße bringen. Und die Geschichte von Ihnen in dem Team der letzten 25 Jahre ist schlichtweg eine Erfolgsgeschichte. Erfolg wird getragen von Menschen und von Ideen. Lieber Professor Altmann, Sie und Ihr Team haben Wunderbares geleistet. Von der Idee und dessen, was in den 25 Jahren entstanden ist, können sich viele einfach eine Scheibe abschneiden. Warum sage ich das? Ich als jemand, der Verantwortung hat für 35.000 Menschen, suche tagtäglich neue Kolleginnen und Kollegen mit Unternehmergeist, mit Innovation, um bei uns im Gesundheitswesen für Veränderungen mitzusorgen. Aber natürlich auch in anderen Bereichen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. Und da braucht es Einrichtungen wie Ihre, wo junge Menschen Begeisterungsfähigkeit erlernen, die auch ein gewisses Unternehmertum mitbekommen und die vor allen Dingen aus diesem Elfenbeinturm der Forschung und Lehre ein Stück weit Praxis mitbekommen. Und diese Funktionalität, diese Schnittstelle, Praxis und Ausbildung, Forschung und Lehre, aber immer den Bezug zu den Notwendigkeiten, die da draußen die Welt braucht, das ist ein Exzellenzvorteil. Wenn man sich die Studienzahlen anschaut in den letzten Jahren, die hohe Nachfrage nach Studienplätzen an Ihrer Einrichtung, ist das schlichtweg ein Beweis dafür, dass Sie nicht nur erfolgreich sind, sondern dass Sie die Bedürfnisse von jungen Menschen in ihrer Ausbildung für ihre Karriere auch 1:1 exzellent aufgenommen haben. Ich bin froh und stolz, auch im Beirat der Universität, dieser Hochschule, ein paar Impulse mitgeben zu können. Und was ich mir wünsche, als jemand, der auf der anderen Seite der Grenze quasi sein Büro hat, nämlich hier in München, dass wir ein Stück weit auch von Ihnen in Österreich lernen können. Und wir brauchen den Austausch, wir brauchen Studenten, die auch ein bisschen den Blick paneuropäisch haben, dass wir aus diesen Silos, die wir in unseren Ländern quasi alle, auch insbesondere im Gesundheitswesen, hochgezogen haben, dass wir diese Silos aufbrechen. Und das geht nur, dass wir eine jüngere Generation mit ausbilden, die dafür bereit sind, sich dafür einzusetzen. Und ganz egoistisch gesagt, würde ich mich freuen, den einen oder anderen Absolventen auch für unser Unternehmen, für die Sana Kliniken AG, werben zu können. Also Ihnen allen nochmal alles Gute, Glückwunsch zu dieser Erfolgsgeschichte. Und ein weinendes Auge ist natürlich dabei, dass die Feier vor Ort ausfällt und wir quasi uns via digitaler Grußbotschaften in die Kommunikation treten müssen. Ich hoffe und wünsche mir für uns alle, dass wir das irgendwann mal nachholen. Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg und weiterhin ein glückliches Händchen. Ihr Thomas Lemke.